Johanna Löwenherz, geboren am 12. April 1857 in Rheinprohl, wächst in einem wohlhabenden jüdischen Elternhaus auf. Sie ist musisch begabt und gut ausgebildet. So wird mit ihrem Libretto die Oper Das Mädchen vom See uraufgeführt. Aus ihrer Feder stammen das Epos Der Drachenfels und Gertrud, ein frauenpolitisches Drama. Als sozialistische Frauenrechtlerin veröffentlicht Johanna eine umfassende programmatische Studie mit dem Titel Prostitution oder Produktion, Eigentum oder Ehe. Sie tritt als Rednerin bei Parteitagen sowie Frauen- und Männerversammlungen auf. Als alleinerziehende Mutter lebt Johanna in Köln, München und Rheinprohl. Das Weib hat nie seine Einwilligung dazu gegeben, dass es von gewissen Dingen nicht reden darf. Es ist eine Terrorisierung unserer Gedanken und unserer Zungen. Die Befreiung der Frau, das bedeutet die Befreiung nicht einer Klasse, sondern die Befreiung der Menschheit. 1893 wird Johanna Löwenherz Mitglied der SPD. Als einzige Partei forderte diese das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Stimmrecht für alle Wahlen und Abstimmungen, ohne Unterschied des Geschlechts. Ihre politischen Aktivitäten bleiben nicht unbemerkt. Der Regierungspräsident von Koblenz schreibt dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz am 24. Juli 1894: Die Schriftstellerin Johanna Löwenherz, Tochter des zu Neuwied wohnhaften Rentners Heimann Löwenherz, welche erst kürzlich von Berlin, wo selbst sie längere Zeit wohnhaft war, wieder dorthin zuzog, unterhält regen Verkehr mit den Sozialdemokraten. Seit die Person Löwenherz sich den Sozialdemokraten in Neuwied angeschlossen hat, scheint die Bewegung derselben eine regere zu werden. Doch ihr Verhältnis zur Sozialdemokratie bleibt ebenso skeptisch wie ihr Vertrauen in die Lern- und Veränderungsfähigkeit der Männer, die eigenen Genossen eingeschlossen. So stellt sie unbequeme Fragen. Wird die Sozialdemokratie den Frauen Wort halten? Gehörst du, Mann, noch der Menschheit an? Ihre politischen Einschätzungen sind realistisch. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten schreitet voran. Am 14. April 1933 wird Johanna Löwenherz im Alter von 76 Jahren in sogenannte Schutzhaft genommen. Nach ihrer Entlassung bleibt sie unter Beobachtung. Die Beerdigung ihres einzigen Sohnes Fritz am 4. Dezember desselben Jahres wird polizeilich protokolliert. Johanna selbst stirbt friedlich in ihrem Garten in Rheinprohl am 17. Mai 1937. Nur einen Monat zuvor hatte sie in einem Neuen Testament verfügt, ihr ganzes Vermögen, das Haus, sämtliche Grundstücke, Äcker und Holzungen nach ihrem Tode dem Landkreis Neuwied zu übertragen, damit daraus eine wohltätige Stiftung zum Besten von Frauen werde. Johannas persönlicher Nachlass aus Fotos, Briefen und Texten wird, entgegen ihrem testamentarischen Wunsch, nur wenige Tage nach ihrem Tod mit Hilfe der Dorfpolizei von den Nationalsozialisten in ihrem Garten verbrannt. Ihr Vermögen wird einer Nachlassverwalterin übertragen, denn der Landkreis darf zu dieser Zeit bereits keine Erbschaft jüdischer Herkunft mehr annehmen. Erst 1984, als das Erbe der einstigen Nachlassverwalterin abgewickelt wird, taucht Johannas Testament wieder auf. Überrascht von dem plötzlichen Vermächtnis entscheidet der Landkreis schließlich, den ursprünglichen Wunsch der Johanna Löwenherz so weit wie möglich zu erfüllen und gründet eine Stiftung mit dem sinngebenden Namen Ehrenpreis des Landkreises, Johanna Löwenherz Stiftung. Johannas testamentarischem Willen gemäß vergibt diese Stiftung seit 1986 Ehrenpreise an verdiente Frauen.
Liebe Frau Pütz, liebe Familie Pütz, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Röntgenmuseum. Liebe Gäste, Sie sehen heute eine Preisverleihung, die per Stream zeitversetzt stattfindet. Feierlich eingestimmt von Dominique Stangnier am Flügel und von der Premiere unseres Films über unsere Stiftungsgeberin Johanna Löwenherz begrüße ich Sie hier recht herzlich im Festsaal unseres Röntgenmuseums. Herzlich willkommen zu unserer verspäteten Ehrenpreisverleihung der Johanna Löwenherz Stiftung des Jahres 2019 im kleinen, aber deshalb nicht weniger feierlichen Rahmen. Mein besonderer Gruß gilt natürlich Ihnen, sehr geehrte Frau Pütz, Ihrer Familie, Ihren Freunden und ganz besonders Ihrer Schwester, Frau Fries, die anstelle der erkrankten Frau Baumann heute die Laudatio vortragen wird. Ich hoffe, dass Sie sich hier wohlfühlen zwischen dem Luxusinterieur unseres Museums, gemacht von den beiden Neuwieder Möbeldesignern Abraham und David Röntgen für die Fürstenhöfe Europas. Genauso einzigartig wie unser Röntgenmuseum, unser Schatzkästchen, wie ich immer gerne dazu sage, mit seiner Möbelsammlung, wie es sie vergleichbar wohl nur noch in der Eremitage in St. Petersburg gibt. So einzigartig ist wohl auch unsere Johanna Löwenherz Stiftung als einzige kommunale Stiftung, Frauenstiftung in Rheinland-Pfalz. Unsere Stiftungsgeberin wollte, dass der Landkreis mit ihrem Erbe eine wohltätige Stiftung gründet. Zum Besten von Frauen, die sich irgendwie und auch irgendwo um die Frauensache verdient gemacht haben. Ziel sollte ein Erholungsheim für Frauen sein. Nutznießerinnen sollten ungeachtet religiöser oder politischer Anschauungen Frauen sein, die sich durch wissenschaftliche, künstlerische, literarische Hochleistungen hervortun oder mutvoll Positionen beziehen gegen Unrecht gegenüber Frauen. So Johanna Löwenherz letzter Wille. Doch der letzte Wille der Jüdin Johanna Löwenherz wurde bei ihrem Tod 1937 bereits nicht mehr respektiert. Aus ihrem Erbe wurde zunächst keine Stiftung und schon gar kein Erholungsheim für Frauen. Stattdessen ging es bis 1984 in die Nachlassverwaltung. Die privaten Räume wurden nicht versiegelt, sondern geplündert und Teile ihres privaten Vermächtnisses im Garten von den Faschisten verbrannt. Entgegen ihrem Willen wurde sie nach jüdischem Ritual auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Erst 1984, also fast 40 Jahre nach Kriegsende, als das Erbe der seinerzeitigen Nachlassverwalterin geregelt wurde, tauchte das Testament wieder auf. Das Land war verkauft, das vererbte Haus hatte einen erheblichen Investitionsstau und die Anlagen rund um das Haus waren in weiten Teilen der heutigen B42 der Bundesstraße gewichen. Für die Einrichtung und den Unterhalt eines Erholungsheimes reichte das übrig gebliebene Vermögen nicht mehr aus. Nach intensiver Prüfung beschloss der Landkreis, das Erbe anzunehmen und unsere Stiftung zu gründen und anstelle eines Erholungsheimes Frauen mit Geldpreisen zu unterstützen. Im jährlichen Wechsel vergeben wir seither Stipendien und den Ehrenpreis. Er wird heute schon zum 17. Mal verliehen. Bei den bisherigen Entscheidungen des Kreisausschusses standen Gründerinnen von Vereinen, von Institutionen zur Verbesserung der medizinischen, der sozialen und gesellschaftlichen Situation von Frauen im Vordergrund. Für 2019 geht der Ehrenpreis zum ersten Mal an eine Erfinderin. Als Ingenieurin der Agrarwissenschaften haben Sie, liebe Frau Pütz, den Biogas-Rucksack erfunden und als Unternehmerin haben Sie ein Social Business
gegründet, mit dem Ziel, eine neue Entwicklungsstrategie in Afrika zu schaffen. Die Argumentationskette zum Stiftungszweck erhielt also ein zusätzliches, ein neues Glied. Als Ingenieurin, Firmengründerin und Erfinderin sind Sie, liebe Frau Pütz, zweifelsfrei ein Vorbild für junge Frauen. Den Blick bei ihrer Berufswahl auch mal in Richtung MINT-Fächer zu richten. Als Landrat einer MINT-Region freut das mich natürlich ganz besonders. Ihre Erfindung dient der Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Frauen, denn das Kochen mit Biogas ist schadstoffärmer als das Verbrennen von Holz. Ihre Erfindung ist zudem ein Beitrag zu weniger Abholzung und sie ist ein Beitrag auch dazu, dass aus Subventionsempfänger Geschäftsleute werden. Ich bin gespannt darauf, aus der Dokumentation des WDR und der Laudatio mehr über Sie und Ihre Erfindung zu hören. Freuen Sie sich mit mir auf das nähere Kennenlernen. Ja, wie wir schon hörten, wollte Johanna Löwenherz mit ihrem Erbe, dass Frauen davon profitieren, die besondere wissenschaftliche, künstlerische und literarische Leistungen vollbracht haben oder sich gegen das Unrecht, was Frauen angetan wird, mutvoll entgegenstellen. Erfüllt unsere Preisträgerin die Kriterien? Künstlerisch, literarische Hochleistung? Ich weiß es nicht, aber es war auch nicht so relevant bei der Entscheidung, weil die wissenschaftliche Hochleistung sicherlich gegeben ist. Das ist klar mit Ja zu beantworten, weil Katrin Pütz hat einen Biogasrucksack erfunden, hat also theoretisches Wissen aus der Wissenschaft umgesetzt zum Nutzen von Menschen, was nicht immer in der Wissenschaft so unmittelbar funktioniert. Aber das ist nicht alles, weil Katrin auch, genauso wie Johanna damals, eintritt für eine bessere Welt, für eine gerechtere Welt. Und sie gründet B-Energy. Nicht irgendein Start-up, sondern ein Start-up, das mit seinem Produkt die Gesundheit von Menschen in den Blickwinkel nimmt, insbesondere für Frauen. Ein Start-up, das Ökonomie und Ökologie gemeinsam denkt und einen Beitrag zur Verringerung von Abholzung und Kahlschlag leistet, also damit einen Beitrag dazu bringt, diese Welt besser zu machen, überlebensfähiger zu machen. Ein Start-up aber auch, was zeigt, dass ökonomische Entwicklung in den sogenannten Dritt- oder Viertländern durchaus auch auf Augenhöhe möglich ist. Und das stellt einen Paradigmenwechsel in der Entwicklungspolitik dar. Und letztlich spielt noch ein weiteres Kriterium bei dem Kreisausschuss eine Rolle. Denn ein uraltes, leider immer noch existierendes, bestehendes Unrecht, was Frauen betrifft, ist immer noch präsent. Und zwar die Unterordnung der eigenen individuellen Neigungen und Fähigungen und Talente unter ein gesellschaftliches Rollenbild, was tradiert der Frau bestimmte Berufe, bestimmte Rollen zuordnet. Katrin Pütz ist ein echtes Vorbild für Mädchen und junge Frauen, sozusagen ein klassisches Role Model gegen das traditionelle Frauenbild. Und sie zeigt, MINT-Berufe, MINT-Studiengänge für Mädchen und Frauen geht. Firmengründung von Frauen geht. Und als Frau für eine Idee zu brennen und zu kämpfen, geht auch. Katrin würde Johanna gut gefallen. Sie würden viel diskutieren, auch streiten. Und ich denke, das ist eine sehr gute Entscheidung vom Kreisausschuss gewesen, Ihnen oder dir den Preis zu verleihen. Ich glaube, der nächste Filmbeitrag über Katrin wird noch mal verdeutlichen, wie klug die Entscheidung des Kreisausschusses war. Vielen Dank.
ist eine Frau, die etwas verändern will. Katrin Pütz. Nach ihrer Schreinerlehre probiert sie weltweit handwerkliche Jobs aus. Besonders praktische Arbeiten interessieren mich, weil ich gerne immer weiß, wie man es selber macht. Ja, wie man Dinge selber hinkriegt, um unabhängig zu sein. Also Unabhängigkeit ist für mich ein großes Thema. Ja. Ob Köchin oder Hüttenwirtin, Reiseleiterin durch Europa oder Stierfängerin in Australien. Sie lernt praktische Fähigkeiten. Dieses Überleben ohne Infrastruktur, ohne alles, ja, da habe ich extrem viel gelernt. Einfach von dem Stierfänger, der mir das alles beigebracht hat. Ich habe keine Angst, irgendwo mitten in der Wüste mit dem Auto liegen zu bleiben. Ich würde mir zutrauen, in den meisten Fällen eine Lösung zu finden. Katrin interessieren landwirtschaftliche Prozesse und sie beginnt Agrartechnik zu studieren. Sie stößt auf das Thema Biogas für Afrika. Das Problem dahinter? In Afrika kochen viele Frauen mit Holz. Das ist nicht nur schädlich für das Klima, sondern vor allem für die Frauen, die stundenlang in beißendem Rauch stehen. Rauch heißt in der Fachsprache Indoor Air Pollution, ist Todesursache Nummer 1 in Afrika. Ja. Und ja, die Folgen von dieser Rauchbelastung sind einfach Lungenschäden, Augen. Ich kenne es selber aus den Küchen, in denen ich da in vielen verschiedenen Ländern war. Das hält man fast noch nicht mal eine Minute aus. Da stehen einem die Tränen in den Augen und man kann nicht mehr atmen, hat man das Gefühl. Es wird ihr Thema. Katrin entwickelt diese Mini-Biogasanlage für afrikanische Haushalte. Sie schreibt 2010 ihre Masterarbeit darüber und die Universität in Äthiopien bietet ihr 4 Jahre Unterstützung in der Biogasforschung an. Katrins Anlage ist verblüffend praktisch. Die Biogasanlage kann man mit jeglichen organischen Abfällen füttern. Wir verwenden hier Küchenabfälle, aber in den meisten afrikanischen Ländern verwenden wir Kuhmist, weil der oft übermäßig vorhanden ist. Und da sind tatsächlich auch die Bakterien schon drin, die für den Biogasprozess gebraucht werden. Ihre Anlage funktioniert mit dem, was in Afrika reichlich da ist: Kuhmist und Wärme. Ein wenig Sonne reicht aber auch im Kölner Gemeinschaftsgarten für den Prozess. In dem gasdichten Behälter entsteht aus Haushaltsabfall Biogas. Das Gärprodukt ist ein perfekter Dünger. Katrin mag vor allem, dass es so einfach ist und dass es wirklich jeder machen kann. Und man dafür nichts anbauen muss oder wirklich aus Sachen, die man sowieso eigentlich nicht braucht, Dünger und Energie herstellen kann. das Prinzip ist nicht neu. Neu ist, dass das Gas automatisch in einen riesigen, simplen Rucksack läuft und damit wegtransportiert werden kann. Prall gefüllt wiegt der Rucksack nur 4 Kilo. Und wenn er voll ist, kann man das Gas nicht nur selber verwenden, sondern kann das eben auch wegtransportieren und damit Geld verdienen, seine Anlage abbezahlen und viel mehr Leute könnte man mit Biogas versorgen. Die meisten Familien besitzen mehrere Rucksäcke und verkaufen überschüssiges Gas an umliegende Haushalte. Die Anschaffungskosten von 300 bis 700 Euro kommen wieder rein. Ein wichtiges Kaufargument. Investitionen, die vor allem Frauen zugutekommen, sind selten in Afrika, weiß Katrin. Für uns kocht sie in Köln einen Kaffee mit Biogas. In patriarchalen Gesellschaften macht man eigentlich einen Fehler, wenn man sagt, das empowered women, ja, das hilft den Frauen. Sondern wir machen das so ein bisschen verdeckt. Durch den Verkauf von Biogas verdient ja die Familie, und in dem Fall meistens sogar der Mann, das Geld mit der Anlage, aber die Frau profitiert davon. Katrin denkt weiter. Nicht nur die Frau, auch die lokale Wirtschaft soll profitieren. Die 40-Jährige bietet eigenständigen Geschäftspartnern ihr Modell zur Umsetzung an, schult Importeure und Installateure. In dieser Gesamtkette ist jeder im Prinzip Unternehmer und jeder bekommt die Betreuung, die er braucht, um die Technik am Laufen zu behalten und sein Business. Doch die lokalen Geschäfte sind gefährdet, ausgerechnet durch die Entwicklungshilfe, die Biogasanlagen verschenkt. Kostenlose Technik wird aber oft schlecht gewartet und verhindert die Entwicklung der lokalen Biogaswirtschaft. Das, was die Entwicklungshilfe in Afrika macht, nämlich Produkte verschenken, wäre bei uns schlichtweg verboten. Bei uns gibt es Wettbewerbsrecht, es gibt Anti-Dumping-Gesetze, um zu verhindern, dass durch solche Maßnahmen unsere Unternehmen aus dem Markt verdrängt werden. Weil kein Mensch auf der ganzen Welt kann mit kostenlosen oder aus dem Ausland stark subventionierten Produkten konkurrieren. Das ist absolut nicht möglich.
Mit ihrer Firma B-Energy macht Katrin es grundlegend anders. Afrika braucht kein Geld, sondern Respekt, Wissen und faire Geschäftsbeziehungen. Das bietet sie an und hat in Afrika einflussreiche Unterstützer, wie Werner Ayuke-Ba, Experte der afrikanischen Energiewirtschaft. Er sagt, Afrikaner wollen nichts geschenkt, sie wollen dafür arbeiten. Deshalb ist B-Energie für mich genau das, was wir brauchen. Ich will wissen, wie ist es, mit Katrin zusammenzuarbeiten? Katrin ist enthusiastisch, sie will wirklich die Welt verändern, sie möchte Gutes tun, aber auch, was auch wichtig ist, man muss Geld verdienen können, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Katrin hat in mehr als 10 Ländern Menschen zu eigenständigen Biogas-Unternehmern gemacht. Sie hat 2 Mitarbeiter, viele internationale Helfer, lehnt konsequent jede finanzielle Unterstützung ab und ist überzeugt, dass Probleme in Afrika nicht durch Geld gelöst werden. Katrin Pütz geht einen anderen Weg und wird in Afrika dafür geschätzt. Das hört sich immer so doof an, ich will was Gutes tun, ich will was Sinnvolles machen. Ich grüße Sie herzlich. Leider ist Elisabeth Baumann, die eigentlich die Laudatio heute halten wollte, erkrankt. Und deshalb ist es mir eine große Ehre, heute als Katrins Schwester die Laudatio von Elisabeth Ihnen heute vorzulesen. Es sind also die Worte von Elisabeth, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Sehr geehrter Herr Landrat Hallerbach, verehrte Gäste, liebe Katrin, wie schön, dass du diesen Preis bekommst, wenn auch Corona-bedingt ein Jahr später als geplant. Du hast den Preis mehr als verdient. Und warum ich dieser Meinung bin, erkläre ich gleich. Zuvor möchte ich dem Landkreis Neuwied und der Johanna Löwenherz Stiftung dafür danken, dass sie diesen Ehrenpreis auslobt. Denn damit ist sie eine der wenigen Stiftungen, die Frauen in ihrer Großartigkeit sieht und würdigt und von denen es noch viel zu wenige gibt. Sie leistet damit einen großen Beitrag, außergewöhnliche Frauen wertzuschätzen und ihre Verdienste publik zu machen. Als Frau freue ich mich darüber ganz besonders. Denn noch immer leben wir in einer männerdominierten Welt. Oder gab es in Neuwied etwa schon mal eine Landrätin? Meine Recherchen sagen nein. Ich danke aber auch dem Kreisausschuss für seine weise Entscheidung und den Gleichstellungsbeauftragten, ganz besonders Frau Eilmüller, die mir eine große Hilfe bei der Vorbereitung war. Genau wie Christina, eine der beiden Schwestern von Katrin. Letztere sagte mir, und damit hat sie völlig recht, wenn alle Preise und Ehrungen paritätisch an Frauen und Männer gehen würden, dann hätte das eine wahrhaftige Signalwirkung und Vorbildfunktion. Denn unsere Gesellschaft braucht positive Vorbilder, weibliche Vorbilder, die zeigen, was alles möglich ist. Katrin Pütz ist für mich solch ein Vorbild. Sie ist bodenständig und doch voller Vision. Sie vertritt mutig ihre Meinung und geht ihren Weg, trotz Widerständen. Sie ist leidenschaftlich in ihrem beruflichen Tun, im Sport, in ihren Überzeugungen. Sie ist ausdauernd, vielseitig und charismatisch. Sie ist ein ehrlicher, geradliniger und liebenswerter Mensch. Und darüber hinaus verfügt sie über zahlreiche berufliche Qualifikationen. Sie ist gelernte Schreinerin, studierte Umweltwissenschaftlerin und Agraringenieurin. Gepaart mit sozialem Gewissen und der Zielstrebigkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Welch atemberaubende Kombination. Atemberaubend, in der Tat. Denn manches Mal raubt es ihr tatsächlich den Atem. Bei all den Aufgaben, die einer Social Entrepreneurin abverlangt werden, die ihr Social Business am Laufen halten will. Denn Deutschland rühmt sich zwar seiner innovativen Start-ups und Gründergeschichten sind Lieblingsthemen der Presse. Doch in der Realität sieht es ganz anders aus. Den Gründern werden Steine der Bürokratie in den Weg gelegt, Gründungszuschüsse wurden gekürzt und der Aufwand erhöht. Der Journalist Christoph Käse schreibt in seinem Buch Silicon Germany,
dass eine Firmengründung in Deutschland ein Vierteljahr dauert und viele Nerven kostet. In den USA hingegen ist eine Firmengründung problemlos in wenigen Minuten über das Internet möglich. Als Solo-Selbstständige ein Unternehmen zu gründen, bedeutet immensen Arbeitseinsatz und Verzicht. Es bedeutet, alleinig Verantwortung zu tragen und keine Sicherheiten, kein kalkulierbares Einkommen zu haben. Stattdessen durchgearbeitete Nächte und Wochenenden. Daher bitte ich alle Anwesenden, überlegen Sie, wie Sie Katrin unterstützen können. Nutzen Sie bitte Ihre Kontakte und Möglichkeiten, um Sozialunternehmerinnen wie Sie zu fördern. Vielen Dank. Denn sie hätte auch eine sichere und gut bezahlte Stelle bei der BASF haben können. Und wir hätten sie niemals kennengelernt und ihre Erfindung wäre nicht erfunden worden. Welch ein Verlust wäre das gewesen. Dabei wird Katrin in ihrer Erfindung oftmals auf die Technik reduziert. Doch steckt so viel mehr dahinter. Ihre Idee des mobilen Biogases ermöglicht etwas außerordentlich Wichtiges, nämlich Unabhängigkeit zu erlangen, indem Konsumenten zu Produzenten werden oder zu Unternehmern, die Biogas verkaufen können, um Geld zu verdienen. Ein Rezept, das eine Lösung bietet für die Menschen in Entwicklungsländern. Denn das ist für Katrin das Entscheidende. Rezepturen, die wirklich zu den Bedingungen vor Ort passen. Keine Verordnungen, die übergestülpt werden. Katrin selbst sagte in einem Interview sinngemäß: Wir drücken Afrika unsere Lösungen auf, die ja schon bei uns zu verheerenden Auswirkungen führen, was wir in der aktuellen Diskussion um Klimaschutz immer wieder sehen. Wenn wir also unsere schlechten Lösungen auf den an Bevölkerungszahlen gemessen zweitgrößten Kontinent der Erde übertragen würden, dann wäre das nicht nur dumm, sondern fatal und selbstzerstörerisch. Sie geht es anders an. Sie schafft mit ihrem dreiteiligen Biogassystem einen Paradigmenwechsel und vielfachen Nutzen. Ihr Biogassystem ist unkompliziert. Jeder kann es innerhalb weniger Stunden lernen, verstehen und anwenden. Es funktioniert unabhängig, alle Materialien sind im Land verfügbar. Katrins Geschäftsmodell sorgt außerdem im Falle von Reparaturbedarf für Abhilfe im eigenen Land. Es schont Ressourcen. Statt Holz zu verbrennen, um kochen zu können, kann das selbst erzeugte Biogas verwendet werden. Das spart der Familie Zeit, die täglich für das Holzsammeln aufgewendet werden muss und nun stattdessen in die Landwirtschaft, Schulbildung usw. investiert werden kann. Es ist gesünder und umweltfreundlicher, es entsteht kein Rauch und Ruß. Das Biogas selbst kann genutzt werden, aber genauso gut auch weiterverkauft und damit Einkommen generiert werden. Und zu guter Letzt fällt dabei noch der Dünger ab, der dem Gemüseanbau zugutekommt und somit ebenfalls zur Verbesserung der Ernährungssituation einer Familie beiträgt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören? Fühlt es sich nicht viel besser an, Menschen eine Existenzgrundlage zu ermöglichen, statt ihnen Almosen zukommen zu lassen? Ihnen funktionierende Geschäftsmodelle anzubieten, statt Entwicklungshilfe, die nicht oder falsch ankommt? Afrika leidet an unfähigen Regierungen, an korrupten Eliten, die völlig verantwortungslos regieren und Entwicklungshilfegelder verschwenden und missbrauchen können, ohne dass dies geahndet wird, ohne dass es Konsequenzen hat. Damit stabilisieren wir Geberländer sogar noch den Machtmissbrauch, statt ihn zu verhindern. Auf diesem faszinierenden Kontinent voller Ressourcen und reicher Kultur fehlt es nach wie vor an funktionierender Infrastruktur, an einem unbestechlichen Staatsapparat, der den Interessen der Bürger dient, statt einer egoistischen Herrschaftsklicke. Es fehlt an politisch entwickelten Staaten, an Regierenden, die ihre Verantwortung wahrnehmen, statt sich persönlich zu bereichern. Und es fehlt an Chancen für die Bürger, sich Einkommen zu verschaffen.
Es fehlen private Unternehmer. Es fehlen kleine und mittelgroße Betriebe, wie wir sie haben und die vielen Menschen Lohn und Brot garantieren. Und genau hier liegt Katrins Intention. Sie verschenkt keine Biogasanlagen. Sie verkauft sie an Interessenten, die damit ein Business aufziehen. Und es funktioniert. Denn die Menschen dort sind nicht per se bedürftig und abhängig. Sie sind ernstzunehmende potenzielle Geschäftspartner, haben Ideen, sind findig und kreativ, wenn wir auf Augenhöhe handeln und ihnen passende Geschäftsmodelle anbieten. Katrin weiß das nur zu gut, denn sie hat selber 4 Jahre in Äthiopien gelebt und viele weitere afrikanische Länder bereist. Sie sieht, was die bisherige Form der Entwicklungshilfe dort anrichtet, wie sie die Menschen entmündigt, ihre Eigeninitiative erstickt, statt sie zu stärken und ihnen Perspektiven zu eröffnen. Mit dieser Sichtweise steht sie nicht alleine. Kurt Gerhard, der ehemalige WDR-Journalist und frühere Landesbeauftragte des Deutschen Entwicklungshilfedienstes im Niger, ist Mitbegründer des Bonner Aufrufs, eine Initiative, die sich für eine andere Entwicklungshilfe stark macht. Darin heißt es, Zitat, nach einem halben Jahrhundert personeller und finanzieller Entwicklungshilfe für Afrika stellen wir fest, dass unsere Politik versagt hat. Die Ergebnisse sind weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zitat Ende. Wir brauchen daher dringend einen Systemwandel. Weg von der Entwicklungshilfe an Regierungen, die ihr Land ausplündern und ihr Volk in Armut halten. Wenn überhaupt Hilfen, dann müssen sie an funktionierende Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gebunden sein. Der Bonner Aufruf formuliert es so, Zitat, die fortdauernde Aufrechterhaltung der Entwicklungshilfeindustrie missachtet die Würde und Eigenverantwortung der Menschen in Afrika und bedeutet eine ständige Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und aus Respekt vor der Leistungsfähigkeit der afrikanischen Gesellschaften ist es geboten, auf ein Ende der bisherigen Entwicklungshilfe hinzuarbeiten und sie durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage beidseitiger Interessen zu ersetzen. Volker Seitz schreibt in seinem Buch Afrika wird arm regiert, Zitat, auch die staatlichen Organisationen der Industrieländer, allen voran Europas und hier insbesondere Deutschlands, leisten seit Jahrzehnten in großzügiger Weise Entwicklungshilfe. Vorsichtigen Schätzungen zufolge sind in den letzten 60 Jahren rund 2 Billionen US-Dollar, das sind unvorstellbare 2000 Milliarden, vom sogenannten entwickelten Teil der Welt in den unterentwickelten Teil geflossen, davon ein Großteil nach Afrika. Umso erstaunlicher ist es, dass die Frage, ob und wie Entwicklungshilfe wirklich hilft, auf so wenig Interesse stößt. Entwicklungshilfe wird ja ebenfalls durch die Bevölkerung finanziert und sie wird ständig erhöht. Doch die schlechten Nachrichten aus Afrika werden nicht weniger. Da liegt es eigentlich auf der Hand nachzufragen, was mit diesem Geld geschieht, wofür es eingesetzt wird, was damit erreicht wird. Doch wer nach möglichen Fehlsteuerungen fragt, gerät unvermeidlich in einen Wirbelsturm der Erregungen, weil er die angeblich knappen Mittel gefährde und muss sich zudem den üblichen Vorwürfen der Herzlosigkeit, des Rassismus usw. aussetzen. Doch eine Inventur ist unvermeidlich. Zitat Ende. So Volker Seitz. Leider lässt diese Inventur noch immer auf sich warten. Die geschätzten 100.000 afrikanischen Millionäre und 10 Milliardäre werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Das empört alle, die sich damit beschäftigen. Und Katrin bestätigt es darin, dass Hilfe anders aussehen muss. Durch reaktivierte Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit der Menschen vor Ort entstehen durch ihr Sozialunternehmen Jobs. Im Verkauf an den Nachbarn, im Vertrieb der Biogassysteme und in der technischen Betreuung der Anlagen.
Es entsteht ein Kreislauf von Energiegewinnung und Energieverbrauch, der die Menschen autark macht und gleichzeitig die Umwelt schützt. Katrin ist eine Visionärin. Sie denkt weiter. Sie bettet ihr Energiekonzept in größere Zusammenhänge ein. Sie ermöglicht ein Umdenken, einen neuen Ansatz. Sie setzt auf eine humane Marktwirtschaft, wie sie in der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber erläutert wird. Dabei geht es immer um die klare Ausrichtung auf Unternehmenslösungen für die gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Unternehmen tragen hierbei eine große gesellschaftliche Verantwortung für eine positive gesellschaftliche Entwicklung, in der die Schere zwischen Arm und Reich verringert statt vergrößert wird, für den schonenden Umgang mit Ressourcen und den Umweltschutz, für Chancen und Perspektiven für alle, die anpacken wollen und können. Katrins Unternehmen trägt diese Verantwortung. Lassen Sie uns ihr dabei helfen. Ich danke Ihnen. Liebe Frau Pütz, ich darf Sie nach vorne bitten, denn Sie erhalten jetzt den Ehrenpreis der Johanna Löwenherz Stiftung und freue mich ganz besonders, Ihnen den jetzt hier überreichen zu dürfen, den Ehrenpreis 2019. Ich darf Ihnen die Urkunde hier überreichen, Urkunde für Ihren ökologisch orientierten Erfinderinnen und dem Social Business verpflichteten Gründerinnengeist erhält Katrin Pütz den Ehrenpreis 2019 der Johanna Löwenherz Stiftung des Landkreises Neuwied. Neuwied den 7. Oktober 2021 unterzeichnet der Landrat und darf Ihnen einmal die Urkunde überreichen. Aber ich glaube, ich muss immer vorsichtig sein. Das ist eine besondere Erinnerung an Johanna Löwenherz. Bitte schön. Und es gibt einen Applaus. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese große und unglaubliche Ehre, die mir hier zuteil wird. Durch diesen Preis, durch die Anerkennung, die Auswahl durch die Jury, die tolle Laudatio, vorgelesen durch meine Schwester, die Anwesenheit von so vielen tollen Menschen, Frau Eilmüller, Fräulein Peters, lieber Herr Landrat Hallerbach, ganz herzlichen Dank. Das, was ich mit B-Energy mache, ist ein bisschen ungewöhnlich, das haben Sie jetzt schon erfahren können. Und es gab nicht von Anfang an Menschen, die daran geglaubt haben. Es hat eine Zeit gedauert, dass überhaupt jemand geglaubt hat, dass das funktionieren kann, was ich da vorhabe. Es fing an mit dem Biogas-Rucksack, den ich an der Uni Hohenheim entwickelt habe, als meine Masterarbeit und der von den Maschinenbauingenieuren an der Uni ziemlich belächelt wurde. Biogas in einer Tüte. Du spinnst wohl, das habe ich mir oft anhören müssen. Aber das hat mich nicht wirklich beirren können, weil ich wusste ja, dass diese Jungs keine Ahnung von den Ländern hatten, für die ich das entwickelt hatte. Deshalb habe ich weitergemacht und habe trotz allen Widerspruchs von Anfang an festgelegt, dass ich diese Erfindung nur weiter vorantreiben würde, wenn das Interesse für den Biogas-Rucksack aus einem der Länder kommt, für die ich den Rucksack entwickelt hatte. Trotzdem habe ich eine Stelle an der Uni Hohenheim angenommen, nicht ohne Bedingungen zu stellen. Die Bedingungen waren, dass ich einen Vertrag nur unterschreibe, wenn er maximal ein halbes Jahr läuft, wenn ich nicht in der Lehre arbeiten muss und wenn ich keine Forschungsanträge schreiben und stellen muss. Und das hat mein Professor damals akzeptiert. Und wie durch ein Wunder hat die Uni in Addis Abeba, der Direktor Dr. Araya vom Horn of Africa Regional Environment Center and Network, damals angekündigt, dass er die Forschungsaufenthalte in Äthiopien finanzieren wird,
hat das 4,5 Jahre lang getan. Ein Jahr davon habe ich komplett für die Uni in Addis Abeba gearbeitet und habe die ersten Pilotprojekte umgesetzt, die dann wirklich ausschlaggebend dafür waren, dass ich B-Energy gegründet habe. Jetzt bin ich schnell gegangen. Während meiner Zeit in Äthiopien habe ich selbst teilweise den Glauben an meine Idee und meinen Ansatz verloren, denn wie in der Laudatio ein bisschen deutlich geworden ist, ist es nicht einfach, in einem Land wie Äthiopien ein Unternehmen zu gründen, in einem Land, das so von Entwicklungshilfe durchzogen ist, in dem Unternehmertum eher unwichtig ist und nicht unbedingt gewollt ist. Wie auch immer, vor ungefähr 5 Jahren bin ich zurückgekommen nach Deutschland und betreibe B-Energy seitdem mit Partnern weltweit. Und trotz allem ist es immer noch nicht einfach, Partner zu finden, die ohne weiteres daran glauben, dass man auch ohne Entwicklungshilfe ein Biogasunternehmen in Afrika betreiben kann und aufbauen kann und damit meine Vision zu ihrer eigenen machen und das komplett auf eigenes Risiko. Aber es werden trotzdem immer mehr. Der größte Erfolg, den ich in dieser Hinsicht feiern kann, ist wohl unser afrikanischer Investor. Und ja, Sie haben richtig gehört, ein afrikanischer Investor, kein reicher Deutscher oder Amerikaner, sondern NJ Ayuk, ein Panafrikaner, wie er sich selber nennt, genauso alt wie ich, ein erfolgreicher Menschenrechtsanwalt mit großer panafrikanischer Anwaltskanzlei, der Gründer der African Energy Chamber, selbst Unternehmer, ein wirklich einflussreicher Mann im afrikanischen Energiesektor, der innerhalb von kürzester Zeit verstanden hat, was B-Energy macht. Nach 1,5 Stunden Präsentation und Gespräch in einer Hotellobby in Berlin war für ihn alles klar. Er hat gesagt, Katrin, das ist kein Unternehmen, was du da machst, das ist eine Bewegung, count me in, ich bin dabei. Und das war für mich im Prinzip der wichtigste Schritt, um B-Energy weiter voranzutreiben, nämlich dass ein einflussreicher afrikanischer Energieexperte nicht nur mit eigenem Geld investiert, sondern mit seinem wirklich bekannten Namen zu B-Energy steht. Es ist nun also ein Afrikaner, der einem deutschen Unternehmen hilft, auf dem afrikanischen Markt Fuß zu fassen und die Menschen dort mit etwas zu versorgen, das er selbst für sinnvoll hält. Für mich war immer wichtig, dass diese Entscheidung zum Thema Biogas für Afrika und speziell Biogas-Rucksack für Afrika von Menschen aus Afrika getroffen wird und nicht, so wie bisher überall üblich, von weißen Rettern mit Geld. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Menschen, die wirklich an das glauben, was ich mache. Und das können sie bei mir zeigen, nicht indem sie mir Geld geben, sondern indem sie selbst tätig werden. Solche Leute heißen bei B-Energy B-Angels. Das sind besondere Menschen, die mit ihrem Wissen und ihrer Zeit mich und B-Energy unterstützen und so einen unglaublich wertvollen Beitrag leisten. Auch denen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Dazu gehört auch mein Vater, der die Buchhaltung für mich übernimmt und damit eine wirklich sehr wichtige Rolle spielt. Vielen Dank, Vater. Ich muss auch eine weitere Person, die heute leider nicht da sein kann, besonders ehren, die seit fast einem Jahr sehr an B-Energy glaubt und mit unermüdlichem Einsatz für sehr wenig Geld an meiner Seite kämpft. Das ist mein Kollege Edoardo Federici. Er verdient wirklich wenig Geld und guckt trotzdem nie auf die Uhr. Und weil ich es mir nicht leisten kann, momentan ihm mehr Geld zu geben, möchte ich diesen Preis mit ihm teilen. Und obwohl ich heute für mein Engagement für Frauen in Afrika ausgezeichnet werde, möchte ich allen, die hier sind und auch denen, die das später anschauen, noch einen kleinen Hinweis geben, wie wir alle auch einen Beitrag leisten können. Bisher ist Haushaltsbiogas besonders in armen Ländern im Einsatz. Wir wälzen teilweise sogar unsere Verantwortung für den CO2-Ausstoß bei uns auf Menschen in Afrika ab, indem wir CO2-Kompensationszahlungen leisten, für die dann in Afrika Biogasanlagen verschenkt werden. Das ist meiner Meinung nach nicht nur ein falscher, sondern ein sehr unehrlicher Ansatz. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier in Deutschland ehrlicher Verantwortung für das Klima übernehmen.
der bei uns eine kleine Haushaltsbiogasanlage wie in Afrika betreibt, kann aktiv Klimaschutz betreiben. Warum versuchen wir also nicht, hier auch kleine Haushaltsbiogasanlagen umzusetzen? Ich wäre hier für Zusammenarbeit mit Gemeinden und Städten sehr aufgeschlossen, für Forschungsprojekte und Pilotprojekte, die jedem bei uns erlauben, selbst Verantwortung für das Klima zu übernehmen, selbst aus eigenen Bioabfällen Kochgas zu produzieren und die Verantwortung nicht abzugeben. Herzlichen Dank.